Patienten, ich möchte Ihnen heute die 10 wichtigsten Fragen zu einer Ohrenkorrektur beantworten. Ohrenkorrekturen können schon im sehr frühen Alter in Frage kommen. Viele Kinder werden schon mit Segelohren oder Dumbo-Ohren, die abstehen, geboren. Also das heißt, wenn ein Abstand vom Kopf größer als 2 cm ist. Man könnte auch bei ganz kleinen Säuglingen, die sofort nach der Geburt auf die Welt kommen, aufgrund der Östrogene im Körper dieses Kindes die ersten Tage einen Silikonstreifen hinten ins Ohr einlegen, dann würde sich das Ohr auch anlegen. Leider wird das in ganz wenigen Kliniken gemacht, wäre aber eine Möglichkeit, einen frisch geborenen Säugling in der ersten Lebenswoche den Knorpel neu zu formen. Ein natürliches, schönes Ergebnis eines nicht abstehenden Ohres. Die Ursache ist nämlich, dass sich keine Biegung in der Helix bildet. Also wir haben hier eine Anthelix in diesem Bogen und diese Biegung, die wir mit normal angelegten Ohren haben, fehlt in der Regel bei Kindern, die Segelohren haben, fehlt diese Biegung. Die geben wir operativ wieder ein. Ganz viele. Da gibt es nur konservative ohne große OP, wo man Clips setzt, sind aber nicht sehr langfristig und die Ergebnisse nicht sehr suffizient. Dann gibt es operative Methoden, die man von vorne macht oder von hinten. Das ist einfach individuell zu entscheiden. Wichtig ist, dass man in manchen Fällen einfach die Ohrmuschel noch zusätzlich verkleinert und dass man noch eben diese Anthelix, diese Biegung hineinbringt. Es kommt immer auch auf die Expertise des Arztes an, mit welcher Methode er die beste Erfahrung hat. Die am häufigsten angewendete Methode in unserer Praxis ist die von Dorsal, sprich die Methode von hinten. In unseren Augen sieht man die Narbe von hinten nicht. Wir haben einen schönen Überblick über den gesamten Knorpel und können atraumatisch, das heißt ohne große Verletzungen, eine schöne Ohrform kreieren und gestalten. Die Ohrenkorrektur funktioniert bei Erwachsenen in örtlichen Betäubung, bei Kindern meistens in Vollnarkose. Es wird ein Zugang hinter dem Ohr gewählt, sodass man die Narbe später nicht sieht. Dann stellt man sich den Knorpel dar, schwächt den Knorpel ein bisschen, sodass der eigentlich durch die Schwächung schon leicht nach hinten klappt, setzt dann ein paar Fäden, die den Knorpel nach hinten halten, sodass wir eine neue Knickbildung hier haben. Und in manchen Fällen muss man noch diese Concha, also den Knorpel, der weiter unten ist, den muss man manchmal noch ein ganz kleines Stück verkleinern. Und dann näht man zu und die OP ist fertig. Nein, das wird nur der Friseur sehen. Die Narben werden alle hinter dem Organ zu liegen kommen, sodass der Patient mit keinen sichtbaren Narben zu rechnen hat. Ein Leben lang. Die Nachsorge bei Ohrplastiken ist sehr speziell. Die Patienten müssen ein Stirnband tragen. Wir empfehlen immer, dass sie das Stirnband tagsüber und nachts 2 Wochen tragen und danach für 3 Monate noch weiter nachts das Stirnband anhaben. Nur damit nicht dieses hier passiert, dass man nachts, wenn man eine unauffällige Bewegung macht, dass das Ohr nicht nach vorne knickt. Sehr heiß diskutiert, die Pflaster. Wir verwenden sie bei uns nicht, die Pflaster, weil wir denken, dass dieses Stirnband, eine sehr einfache Methode, die gibt es überall zu kaufen, sehr effektiv ist. Eine Ohrenkorrektur fängt bei 4.000 € netto an und ist je nach Aufwand zu berechnen. Im Prinzip übernehmen die Krankenkassen bei den Kindern die Kosten, wenn wirklich eindeutig ein Abstand größer 2 cm von dem Kopf vorhanden ist.